680 € für den FlashForge Creator 5, aktuell mit 2 Kilogramm Filament, und 850 € für den Snapmaker U1, auch mit ein bisschen Filament. Diese Drucker sind so gut wie immer im Angebot und es gibt Zeugs dazu. Wir sprechen also bei den beiden eher erschwinglichen Werkzeugwechslern von einem Preisunterschied von grob 150 € bis 200 €. Leider sieht man es den beiden Druckern nicht auf den ersten Blick an, wo der Preisunterschied herkommt und ob man sich mit dem günstigeren irgendwelche Kompromisse einkauft. Die Frage ist, wie FlashForge so eine Maschine billiger anbieten kann und ob die Benutzererfahrung darunter leidet. Lieferumfang, Druckqualität und mehr. Wir schauen uns heute den FlashForge Creator 5 genauer an und prüfen, ob man sich wirklich das Geld für den Snapmaker U1 sparen sollte. Heute bei 24/7 Printing. Zuerst aber das hier. Danke an PCBWay für das Sponsoring dieses Videos. PCBWay bietet eine große Bandbreite an Dienstleistungen. CNC-Bearbeitung, Blechverarbeitung, 3D-Druck, Spritzguss und natürlich die Herstellung von Leiterplatten. Ein Angebot einzuholen ist kinderleicht. Datei hochladen, Parameter festlegen, eventuell zusätzliche Informationen angeben. Kurz warten, bis alles geliefert wird und schon kann es losgehen. Schaut euch den Link in der Videobeschreibung an und bringt euer Projekt mit PCBWay voran. Ich will euch jetzt nicht mit einem Unboxing zu Tode langweilen. Die Auspackerfahrung ist ja mittlerweile bei chinesischen Druckern so gut wie standardisiert. Drum nur ein paar Themen, die mir speziell aufgefallen sind im Vergleich zum U1. Zuallererst, man kriegt nicht viel Werkzeug oder Extras, wie zum Beispiel ein Ersatz-Hotend mit dem Creator 5. Man bekommt alles, was man braucht, um ihn zum Laufen zu bekommen und um ihn ein bisschen warten zu können. Filament, standardmäßig gerade so viel, um ein erstes vierfarbiges Benchy zu drucken. Beim Snapmaker gibt es ein paar mehr Werkzeuge und ein Ersatz-Hotend. Der Aufbau vom Creator 5 ist schnell und einfach. Die Anleitung ist gut und die ganze Verkabelung ist bereits vorgefertigt. Zum Vergleich, beim U1 muss man ein bisschen mehr machen. Am Creator 5 braucht man nur das, ich nenne es jetzt mal Kabelmodul einstecken und die Werkzeugköpfe an die Docks anbringen. Sollte unproblematisch sein, selbst mit 2 linken Händen. Spulenhalter, Bildschirm und die Ersteinrichtung, alles super einfach. Also, während der Lieferumfang ein bisschen schmaler ist als beim U1, ist der Aufbau etwas einfacher. Der 4 Zoll Touchscreen ist scharf und der Seitenaufbau ist gut gemacht. Jede Option kann recht intuitiv gefunden werden. Über die Benutzeroberfläche kann man sich nicht wirklich beschweren. Bezüglich Größe, Auflösung und Aufbau ist der Bildschirm vom Creator 5 etwas besser als der vom U1. Auf der linken Seite finden wir einen USB-A-Port. Der kann für den Export von Logfiles oder Zeitrafferaufnahmen genutzt werden. Wie beim U1 findet man keinen Anschluss für ein kabelgebundenes Netzwerk. Auch beim Creator 5 gibt es nur WLAN. Beim Creator 5 ist man jedoch von der Firmware ausgesperrt. Jüngst hat ein Jailbreak jedoch enthüllt, dass sich auf dem Drucker Clipper, Mainsail und Moonraker-Dateien befinden. Ich hatte meinem Ansprechpartner bei FlashForge 4 Fragen zu dem Thema gestellt, prinzipiell zur Thematik, wird Open-Source-Software benutzt und wie werden die zugrunde liegenden Lizenzen eingehalten? Leider gab es dazu bisher keine zufriedenstellende Antwort. Vorbild ist hierbei der Snapmaker U1. Man hat Zugriff auf die Firmware und man kann prinzipiell mit dem Drucker tun, was man will. Die modifizierten Dateien von Clipper, Moonraker und Fluid wurden auf der GitHub-Seite von Snapmaker veröffentlicht. Das Laden von Filament ist am Creator 5 ziemlich oldschool. Man muss es manuell einführen. Es funktioniert und man gewöhnt sich schnell daran, aber auch softwareseitig etwas umständlich gelöst, da man jeden Toolhead einzeln und nacheinander mit Filament spülen muss. Der Snapmaker U1 ist hier sehr komfortabel. Man kann das Filament vollautomatisch laden und entladen lassen. Einer der größten Vorteile, den der U1 gegenüber dem Creator 5 hat. Nun gut, der erste Druck, das erste Benchy. Eine eher primitive, mehrfarbige Version, bei der die 4 Farben einfach übereinander gestapelt sind. Bevor wir den Druck starten, gibt es Optionen für Kalibrierung und für Zeitrafferaufnahmen. Wenn man die Druckbettnivellierung und die Flusskalibrierung anmacht, dauert der Druckstart deutlich länger, da immer das komplette Bett abgetastet wird. Das Benchy schaut okay aus, aber eins fällt sofort auf. Die vertikalen Feinartefakte oder auch abgekürzt aus dem Englischen VFA. Man sieht sie am Turm und auch am Benchy. Die sind schwer zu übersehen, sogar an dem eher matten Filament, das dabei ist. Schauen wir uns das mal genauer an. Üblicherweise drucke ich dieses Teil aus eher glänzendem schwarzen PETG, um die Ausmaße der VFA genauer sehen zu können. Und wie wir sehen, sie sind schon sehr auffällig hier.
Während ich den Creator 5 testete, veröffentlichte Flashwatch ein Update, welches unter anderem auch dieses Problem angehen sollte, aber ich sehe hier kaum einen Unterschied. Der Fairness halber muss man jedoch dazu sagen, diese vertikalen Feinartefakte sind überhaupt ein nahezu ungelöstes Problem bei FDM-Druckern. Manchmal ist es schlechter, manchmal besser, immer abhängig von Hardware und Software. Es ist aber so gut wie immer da. Der Snapmaker U1 leidet auch unter VFA, das Fehlerbild ist aber nicht ganz so stark wie beim Creator 5. Obwohl der eigentlich eine der vermeintlichen Lösungen schon integriert hat. Einen 10 mm 1.5 GT-Riemen mit feiner abgestuften Zähnen als die üblichen 2 GT-Riemen. Dazu gibt es beim Creator 5 eine Linearschiene für die X-Achse und Präzisionswellen für die Y-Achse. Ich finde das Werkzeugkopfdesign übrigens ziemlich effizient und smart. Es gibt nur einen Extrudermotor, der sich im Werkzeugkopfträger befindet. Der Snapmaker U1 hat im Vergleich einen Motor in jedem Werkzeugkopf. Das macht ihn etwas mehr komplex. Das spart Kosten beim Creator 5 und trägt sicherlich zum niedrigeren Preis ohne einen wirklichen Nachteil für den Nutzer bei. Was bei U1 und Creator 5 wichtig ist zu erwähnen, jeder Werkzeugkopf hat ein voll ausgestattetes Heizsystem für die Hotends. Das heißt, es gibt keine Abhängigkeit zum Träger der Werkzeugköpfe, wie zum Beispiel bei Index, bei dem die Induktions-Hotends nur dann geheizt werden können, während sie vom Träger gehalten werden. Vorheizen ist vor dem Werkzeugwechsel daher nicht möglich bei Index. Das schnelle Aufheizen über Induktion soll das ausgleichen. Wir werden das später dieses Jahr sehen. Der erste Druck, den ich selber für den Creator 5 gesliced habe, waren diese vierfarbigen Quader, um mir gleich mal die Geschwindigkeit der Filamentwechsel ansehen zu können. Der Werkzeugwechsel vom Druck zum Druck bei Standard-Slicer-Einstellungen sind schnell und reibungslos. Wie wir hier sehen können, ist der Creator 5 unter den schnelleren Werkzeugwechslern. Zusammengefasst, Creator 5 ist schnell bezüglich Werkzeugwechsel und hier konnte Flashwatch Kosten sparen, ohne den Nutzern einen Nachteil zu bescheren. Dennoch, er ist ein kleines bisschen lauter als das Snapmaker U1. Wie immer gibt es den Lärm von den Lüftern und es gibt jede Menge mechanische Geräusche, welche die Lautstärke vom Creator 5 immer wieder auf über 60 dBA drücken. Das macht ihn zwar objektiv laut, aber es gibt auch noch das Thema Geräuschqualität, welches eher der persönlichen Wahrnehmung entspricht. Ich selber halte hochfrequente Geräusche wie beim U1 oder auch beim Prusa XL nicht so gut aus, vor allem bei den Werkzeugwechseln, aber hört selber mal hin. Der Creator 5 ist für mich ertragbarer, auch wenn er objektiv etwas lauter ist. Im Leerlauf ist der Creator 5 komplett leise, wie der U1 auch. Es gibt keine nervigen Lüfter, die Mainboards und Co. kühlen. Servus. Auch ein Plus für den Creator 5, er hat einen Silent-Modus, der die Geschwindigkeiten auf 50% reduziert. Macht ihn deutlich leiser. Das hilft, falls ihr ihn unbedingt im Schlafzimmer platzieren wollt. Das Heizbett vom C5 heizt schnell auf. Nicht das schnellste, das ich bisher gemessen habe, aber sicherlich schnell genug, um kein Flaschenhals zu sein. Verglichen mit anderen Druckern ist der Flashforge etwa im Mittelfeld. Die Wärmeverteilung ist gut, zwischen Mitte und dem äußeren Bereich sehen wir Unterschiede von etwa 5 Grad Celsius. Die maximale Oberflächentemperatur ist auch nur 5 Grad Celsius unter der nominellen Temperatur von 120 Grad Celsius, wohingegen der Snapmaker U1 nur auf 100 Grad Celsius aufheizen kann. Kurz gesagt, der Creator 5 hat im Vergleich zum Snapmaker U1 das bessere Druckbett. Was jedoch nicht wirklich gut ist, die Kamera und der Videofeed. Nur 720p Auflösung und beworben mit hoher Rate. In Wirklichkeit wird mit unter 10 FPS gestreamt, aber das ist noch nicht mal das größte Problem hier. Die Bitrate scheint sehr niedrig und die Bildqualität ziemlich schlecht. Dazu kommt, dass die Beleuchtung am C5 nicht wirklich hell ist. In einem dunklen Raum reicht es nicht dafür aus, um wirklich was am Druck zu erkennen. Kurz gesagt, der Videostream im Verbund mit der Beleuchtung ist schlecht. Obendrauf, am Smartphone dauert es teils ewig, bis eine Verbindung zustande kommt und oft funktioniert es überhaupt nicht. Es gibt auch einen LAN-Only-Modus, was gut ist, aber dann wird man von der Smartphone-App komplett ausgesperrt. Auch erwähnenswert, keine Spaghetti-Erkennung, keine Hinderniserkennung. Beim Creator 5 gibt es allgemein keine dieser nützlichen KI-Helfer, welche schon mal einen Druck retten können. Der Snapmaker U1 ist in Bezug auf Kamera und Videostreams sowie Beleuchtung und KI-Features deutlich besser.
Als nächstes teste ich PETG und TPU, um zu sehen, wie gut der C5 mit Rückzügen und Fadenbildung bei diesen Filamenten klarkommt. Der Hirsch hier aus PETG schaut für seine Verhältnisse recht gut aus, obwohl wir zwischen diesen Streben durchaus Fäden entdecken können. Wichtig hierbei, ich trockne alle Filamente, die für meine Tests verwendet werden. Das Ergebnis hier ist auch recht ähnlich zu dem, was der Snapmaker U1 oder andere Drucker hervorbringen. Normalerweise teste ich TPU mit diesem Katzenmodell. Sehr viele Rückzüge und eigentlich sehr anspruchsvoll. Dennoch drucken viele Maschinen dieses Modell ziemlich gut. Der C5 hat jedoch Probleme. Wir sehen sehr viel Fadenbildung mit dem Standard Generic TPU-Profil. Ich vermute, dass man das mit ein bisschen Optimierung hinbekommt, aber wie immer, ich teste die Standardprofile und optimiere diese nicht. Die müssen für jeden out of the box gut funktionieren. Natürlich schauen wir uns auch einen Multimaterialdruck an. Dieses tolle Modell von einem Fuß lädt förmlich dazu ein, PLA für die Knochen, TPU für die Gelenke und PETG als Zwischenschicht für das Stützmaterial zu verwenden, um es leicht abzukriegen und schönere Oberflächen zu erhalten. Wie erwartet, viel Fadenbildung vom TPU, nervig, aber das kriegt man weg. Auch ist ein bisschen Stützmaterial umgefallen. Mit ein bisschen Kleber auf dem Druckbett kriegt man auch das gelöst. Das Positive, der Druck wurde erfolgreich beendet. Insgesamt ist das Modell eine Herausforderung und schaut eigentlich ganz okay aus, wenn man es ein bisschen nachbearbeitet. 4 PLA-Farben funktionieren an dieser Deadpool-Büste ziemlich gut. Ich kann mich hier nicht beschweren und wenn wir ehrlich sind, sowas ist eigentlich auch das, für was der Creator 5 beworben wird und für was ihn viele verwenden wollen. Nur dieser kleine weiße Knopf wirkt ein bisschen missraten, der Rest schaut aber gut aus. Nach diesem Druck hatte ich mehrfach diesen E0124-Fehler. Ich konnte keine Drucke mehr beenden, die mit 4 Werkzeugköpfen laufen sollten. Laut Flashforge Wiki soll entweder die Verkabelung oder das Mainboard vom Werkzeugkopf beschädigt sein. Das Problem konnte leider nicht mehr rechtzeitig behoben werden. Drum fassen wir mal zusammen. Ich denke, wir haben genug gesehen. Der Creator 5 ist einer der günstigeren Werkzeugwechseln auf dem Markt und kostet grob 150 bis 200 Euro weniger als der Snapmaker U1. Immer abhängig davon, welche Aktionen oder Rabatte gerade laufen. Um es kurz zu machen, falls beide Drucker in euer Budget passen, solltet ihr den Snapmaker U1 nehmen. Er ist in der Basis schon halb geschlossen, inklusive vorderer Tür und man bekommt eine bessere Kamera und besseren Videostream. Das automatische Filament-Ladesystem alleine ist meiner Meinung nach schon den Aufpreis wert. Das steigert die Benutzerfreundlichkeit drastisch im Vergleich zum Creator 5, bei dem man manuell laden muss. Dazu bekommt man vollen Zugriff auf den Drucker und die Firmware, keine künstliche Beschränkungen. Auch geht Snapmaker sauber mit der Open Source Software Thematik um. Falls das Budget jedoch eingeschränkter ist, kann der Creator 5 auch eine vertretbare Wahl sein. Man wird sich aber beispielsweise mit dem TPU-Profil beschäftigen müssen, um bessere Ergebnisse zu bekommen. Die Druckqualität geht im Allgemeinen in Ordnung, vor allem farbige Modelle werden schön gedruckt. Mit relativ starken vertikalen Feinartefakten wird man aktuell jedoch leben müssen. Dazu werdet ihr einen Jailbreak machen müssen, um vollen Zugriff auf den Drucker und die Software erhalten zu können. Das 120 Grad Celsius Druckbett könnte für einige von euch auch von Vorteil sein, falls ihr den C5 einhausen wollt oder falls ihr gleich zum C5 Pro greifen wollt. Falls ich euch bei eurer Entscheidung helfen konnte, nutzt bitte einen der Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, teilt es und abonniert für Tests, Projekte und mehr. Servus und bis dann. Thank you, Shulo!